Hallo liebe Vespa-Freunde, herzlich willkommen. Ich bin heute mal wieder beim Cafe Racer 69 in Berlin. Und zwar geht es heute mal um das Thema Helm. Ich selber fahre momentan gerade mit einem Shoei-Helm, einem Integralhelm und wollte mir jetzt für meine Vespa mal ein bisschen was Cooles holen. Und bei Cafe Racer gibt es ein paar ganz tolle Helme. Und die Carola, ich gucke mal gerade, wo ist sie? Die ist da hinten, seht ihr sie? Die ist hinter mir. Die wird mir heute mal ein bisschen was über ihre Helme erzählen. Die haben ein paar spezielle Firmen da, die sehr, sehr gut zu einer coolen Vespa, gerade zu einer umgebauten, passen. Und ja, ich sag mal Hallo und wir lassen uns mal ein paar Helme zeigen. Und die Carola wird uns ein bisschen was zu den Helmen auch erklären. Hallo Carola. Hi. Achso, Carola ist übrigens die Chefin vom Cafe Racer, um sie mal so ein bisschen vorzustellen. Wir haben ja jetzt schon einige vom Team kennengelernt, den Micha und die Leonie und den Sascha beim Basteln. Und heute macht die Carola mal ein bisschen für mich eine Helmshow und zeigt mir mal, was ein guter Helm für mich wäre. Okay. Gut, fangen wir mal an. Also was gibt es denn? Also ich will ein bisschen was Cooles haben, was so zu meiner Vespa passt, die kennt ihr ja. Und ja, vielleicht kannst du mir mal ein paar Modelle zeigen und was da so die Besonderheiten sind daran. Okay, also wir haben einmal Modell Hedonist heißt der, ist von Hedon mit Kalbsvelurleder, Fiberglas-Carbonschale. Wie sind die vom Gewicht her? Sind das eher schwere oder leichte Helme? Eher sehr leicht. Leichte? Eher sehr leicht, ja. Also ich bin ja nun nicht so der Superprofi. Worauf muss man denn beim Helmkauf überhaupt achten? Außer, dass er natürlich passt. Also Passform ist ja auch so ein Ding, ne? Also was heißt denn Passform beim Helm? Worauf muss man beim Passform achten beim Helm? Na, dass er gut und fest sitzt, aber dass er halt auch nicht drückt. Also dass man nicht nachher eine rote Stirn hat, also dass er nicht den Kopf einpresst, aber dass er trotzdem relativ stramm sitzt, weil jeder Helm weitet sich ja auch noch. Also lieber eher noch eine Idee kleiner nehmen, als dass der Helm gleich von Anfang an locker ist. Also gerade bei Leder ist es ja, glaube ich, innen drin bei dem, ne? Weil genau der Wangenbereich hier, der plättet sich auch mit der Zeit ein bisschen. Und also wenn man den jetzt 100 Mal auf und ab gesetzt hat, dann geht er auch wesentlich leichter auf und ab. Ja, da gewöhnt man sich auch dran. Das ist jetzt ein Hedon-Helm. Ja? Was ist ein Hedon? Wo kommt denn die Firma her? Hedon kommt aus England, aus London und wird dort gefertigt. Wie gesagt, Kalbsvelurleder innen drin. Schön gemacht auch mit dem Lederrand hier außen. Kommt aus London. Wenn das mal nicht zu meinem British Classic Umbau passt. Das ist doch ein super Thema. Klasse. Ja, und von Hedon gibt es halt verschiedene Modelle. Also es gibt einmal den Hedonist, ja, das ist der einfache offene Helm, hinten mit dem Brillenclip. Dann gibt es den Epikurist. Der Epikurist hat von Hause aus schon ein sehr langes Visier. Ja, kann man hoch und runter schieben. Interessant jetzt wahrscheinlich auch für viele Brillenträger oder gerade jetzt, wenn es ein bisschen kälter ist. Und dann gibt es noch den sogenannten Heroin Racer. Das sind die Full-Face-Helme da drüben. Heroin Racer? Ja, so nennt er sich, Heroin Echt jetzt? Racer. Aber die meinen bestimmt was anderes damit, oder? Ist auch immer lustig, wenn es auf dem Kassenzettel draufsteht. Kommen falsche Interpretationen schnell auf, ne? Was ihr hier verkauft. Also den gibt es jetzt einmal als Full-Face-Variante mit Visier und dann habe ich genau da drüben nochmal einen als mit ohne Visier. Den verkaufe ich aber eher selten, weil wenn Full-Face, dann mit Visier. Die sind natürlich jetzt wirklich so richtig im 60er Jahre Classic-Look, ne? Wenn man sich so die Helmform mal anschaut. So mit dem Kinnbereich. Wie ist denn das? Ist es sehr dicht am Gesicht dran, der Kinnbereich vorne? Oder ist es trotzdem noch angenehm? Sagen wir mal, es kommt auf das Kinn an. Okay. Also da ist schon noch Luft. Ne? Und außerdem ist es tatsächlich, also alle Helme haben E-Prüfzeichen. Ja, also sind zugelassen. Und Hedon hat es echt hingekriegt, eine sehr kleine Schale trotzdem hinzubekommen, die nicht so doll aufträgt. Das sieht man vor allen Dingen bei den Jethelmen, ne? Ja, der Micha will noch was dazu sagen. Komm mal hier hin. Eine Jungstechnik. Eine Jungstechnik. Ja, das ist ja immer für Jungs was anderes noch. Das Abgefahrene an dem Helm ist, dass es ein echt toller Hochgeschwindigkeitshelm ist. Du kannst auf einem unverkleideten Motorrad, also wie der hier? Mit der kannst du 200 fahren. Ach Quatsch, mit so einem Klassikhelm. Mit dem Helm 200 fahren und du machst einen Schulterblick und druckst zurück. Es gibt keinen Moment, wo dir der Kopf angerissen wird. Keinen einzigen. Oh, Das Wahnsinn. kenne ich sonst nur von Arai, Schubert und Co.
Also wirklich trotz der klassischen Form. Also auch Aerodynamik, obwohl es jetzt nicht danach aussieht. Ne? Also es ist ja von dem Classic-Look erahnt man das jetzt nicht so. Ne? Dauerbelüftung, ne, wo manche, der dauerbelüftet, auch bei 200, das ist egal. Der hat hier drin so ein Meshfutter, was man bei den hellen Ledern besser sehen kann. So ein Meshfutter, da wird die ganze Zeit frische Luft, das wird nur umspült. Also du hast keinen Zug da drin oder irgendwas. Du kannst, bei 30 Grad ist jeder Helm scheiße. Aber es ist egal, ob du den trägst oder einen offenen, das spielt keine Rolle. Das ist echt abgefahren. Also der ist dein Geld echt wert. Über den Preis reden wir nicht, das macht die Carola. Wenn ihr denn in den Laden kommt, mal zum Anprobieren. Also hat man theoretisch 3 Varianten, also den klassischen Jet, dann den mit dem Schirm und einen Integralhelm. Genau. In sehr exklusiven Farben. Also wenn ich jetzt mir mal so die Modelle angucke, gerade so hier oben, na, das ist jetzt also nicht so der klassische Look von einem Helm, so einfarbig, schwarz, weiß oder halt so diese bunten Racing-Dinger, sondern die sind ja schon von der Optik sehr klassisch orientiert. Ne? Also ich glaube, dass das schon, gerade für einen Vespa-Fahrer, und deshalb habt ihr die wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, ne? Auch wir haben viele Vespa-Fahrer, wir haben aber auch Motorradfahrer, die die Helme kaufen. Ja, also gleichermaßen eigentlich. Auch so für Kaffee-Racer wahrscheinlich, ne? Ja. Die so diesen Classic-Look haben wollen, ist das natürlich, glaube ich, ein ganz, ganz cooler Helm. Ne? Ja, dann gibt es halt so ein paar Sonderserien. Jetzt zum Beispiel diese Handmade-Finish-Sachen mit diesen Kupfergeschichten oder mit dieser, der heißt Python zum Beispiel, mit so einer Schlangenhautoptik. Das sind immer so Sonderserien, die die machen. Die sind dann auch limitiert, also die sieht man dann halt auch nicht so häufig. Okay. Dann haben wir da oben rechts, der mit dem Gold, ist auch ein reiner Carbonhelm zum Beispiel. Der hier auch. Auch Carbon. Also Natürlich die sind dann leichter dann, noch ne? mal leichter. Ne? Ja, interessant ist halt wirklich, wenn man die Helme sieht, die haben wirklich eine kleine Helmschale. Ne? Und das ist ja, wenn ein Helm nicht so aufträgt und trotzdem sicher ist, immer eine super Sache. Ne? Ja, dann haben die Open-Face-Helme, also der Hedonist heißt das Modell, wo man jetzt zum Beispiel ein Bubble-Visier ranmachen kann. Ist jetzt auch eine tolle Sache im Winter, ne, wenn es regnet. Das sieht ja witzig aus. Das ist so Gerade ein bisschen in wie Gelb. bei, wie hieß der Film nochmal, wo sie die Dinger hatten? Mad Max. Der erste Teil, da hatten die Shopperfahrer hatten so eine Bubbles dran. Ne? Also das ist wirklich so dieser klassische 60s-Look, glaube ich. Ne? Ja. Und leitet dann die Luft halt gut ab. Ist Ja. aber jetzt nicht zum Klappen, das muss man dann hier oben fest ranklacken. Genau, ne? Und das dann macht man, wenn es kalt wird, einmal ran und dann lässt man es eigentlich kann man auch aber dran. trotzdem ganz normal reinschlüpfen, weil der ja so ein bisschen nach Genau. vorne geht. Also es ist ganz Also normal der- wie ein Integral zum Aufsetzen. Dann, Der ne? Vorteil an dem Bubble ist, dass es halt weiter weg ist vom Gesicht, Mhm. dass es halt nicht so schnell beschlägt. Ach so, weil sich das so nach vorne wölbt. Genau. Also es gibt Okay. jetzt zum Beispiel auch hier diese Art von Visieren, die sind jetzt von Original-Hedon. Die sind, also passt jetzt hier nicht so schön farblich, aber ich halte es einfach mal jetzt hier ran. Das wäre jetzt dichter am Gesicht dran, gäbe es jetzt auch in klar, Ja, aber würde natürlich schneller beschlagen. stimmt, ja. Und Ne? da gibt es ja keinen Antibeschlag-Visier, was man innen reinmachen kann. Ja, bei den aber ich Dingern, meine, ne? es ist dann auch doof, wenn man unterwegs ist und dann ist es plötzlich beschlagen. Ne? Ja, das stimmt, da ist dann so eine Bubble. Sieht natürlich schon cool aus. Ne? Ja. Ist so ein bisschen von der Optik schon sehr, sehr toll. Ja gut, die Bubbles sind natürlich auch ungewöhnlich. Ne? Also sieht man natürlich jetzt auch nicht ständig. Ist aber wirklich praktisch. Ja, das glaube ich, ja. Und Windgeräusche und so wahrscheinlich auch keine, ne? Weil das wird Ja, hier so ein durch bisschen durch die Knöpfe, ne? Ja, Also weil okay. die Knöpfe, da ist ja immer so ein bisschen Luft, damit es halt auf jeden passt. Obwohl jetzt hört man hier tatsächlich gerade gar nichts, aber manchmal leiern die ein bisschen aus und dann klappert es halt ein bisschen. Aber das, ich meine, das ist günstig. Ja, ist eine günstige Alternative für den Winter. Ja. Ne? Und Ja. man hat halt trotzdem einen Jethelm, den man im Sommer fahren kann, weil wenn man es abmacht, ist es wieder ganz normaler Jet. Gibt es für die, weil die haben ja diese klassischen 3-Knopf-Lösungen, gibt es da irgendwie auch so Schirme, die man ranmachen kann oder sowas? Schirme gibt es, ja, zum Beispiel da oben, da ist so ein ganz kleiner dran. Gucken Das wir ist mal. auch so ein Sondermodell. Das ist so dieses klassische, ne? Ja. Dieser kurze Schirm. Und ansonsten haben sie jetzt... Hier sehe ich gerade noch so einen Ja, Enduro-Schirm Genau, oder sowas. den haben sie Ne? jetzt neu rausgebracht, hier mit so Lüftungsschlitzen drin, gibt es auch in verschiedenen Farben, kann man da auch ranmachen. Sind die eigentlich genormt? Weil ganz viele Helme haben ja diese 3 Knöpfe oben. Kann man da jetzt jeden Schirm ranmachen oder müssen es jetzt schon welche von Hedon sein? Meistens kann man da jeden Schirm ranmachen. Also ich habe jetzt da zum Beispiel auch ein Bildwell-Visier dran. Ja,
Also diese Abstände sind irgendwie schon genau. Genau, und die sind ja auch, die kann man ja auch verschieben, die Knöpfe, Ach so. sodass es auf jede Helmgröße passt. Cool. Ja? Super, jetzt ist natürlich noch eine Sache. Ich finde so ein Helm ja immer nicht mit Schirm gut, sondern wie es da auch gemacht ist. Vielleicht kannst du mir mal sagen, was das da für Brillen sind, weil die sehen ja ziemlich cool aus. Also ich glaube, wenn man so einen Helm hat, zumindest finde ich das gut, dann gehört da irgendwie auch eine Brille ran. Ja, den silbernen. Vielleicht kannst du mir den mal Den zeigen. hier? Ja, also das ist jetzt hier die klassische Nimm doch mal runter, ruhig. Dann können wir vielleicht mal in die Jawohl. Nähe uns angucken. So. Oh, eine gelbe Gläser. Die habe ich jetzt mit Gelb für die dunkle Jahreszeit, weil dann sieht es immer alles ein bisschen schöner aus durch eine gelbe Brille. Und ist auch so ein Restlichtverstärker. Das ist jetzt Aviator Modell T2, auch geeignet. Aviator. Ja, auch geeignet für Brillenträger. Hier zu erkennen an der Aussparung für die Brillenbügel, die dann... Wie, da kann ich unter der Brille noch eine Brille anziehen? Also eine Sonnenbrille zum Beispiel? Na, das wäre jetzt doppelt gemoppelt von der Farbe her. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Okay. Aber eine Brille mit Sehstärke, die nicht allzu groß ist, passt auf jeden Fall da drunter. Ach, das ist, obwohl die ja relativ klein aussieht, die Brille. Ne? Aber das passt dann, ne? Ja, dann haben wir hier halt eine Ziegenlederauflage. Dann sind die Gläser wechselbar, wenn sie zerkratzt sind. Der Rahmen ist austauschbar. Und das Gummi kann man auch austauschen, wenn es irgendwann dann mal ausgeleiert sein sollte. Das ist ja, also deswegen, man kann theoretisch alles wechseln. Also wenn ich Ja. jetzt sage, ich möchte lieber braune Gläser oder graue, dann kann ich die einfach auswechseln. selber auswechseln ist so eine Sache. Also wenn man keinen hohen Blutdruck hat und einigermaßen handwerklich begabt ist, dann Okay. braucht man so ungefähr 20 Minuten, um Also muss man, das hier alles zu sind die tauschen. geschraubt oder so? Ja, hier wahrscheinlich, ist so ne? eine winzige Schraube drin. Ja, also das macht man jetzt nicht unterwegs Ah, auf okay. Natur. Ja, nee, das ist Manche klar. kaufen sich deswegen auch 2 Brillen. Ach so. Ja, gutes Verkaufsargument. Ja. Ja, die So. sieht natürlich klasse aus. Nur mal als Tipp, wenn man jetzt diese Brille hat und lange was davon haben möchte, es sieht wahnsinnig cool aus, wenn die hier so oben auf dem Helm drauf ist. Ja, dann braucht man aber auch wahrscheinlich nächstes Jahr ein neues Gummi, weil es bis dahin dann ausgeleiert ist. Ach so, also Also das wenn hilft man jetzt den- nicht das Nachverstellen, sondern man muss das dann Nee, doch schon mal austauschen. irgendwann ne? ist es dann ausgeleiert, ist ja klar, weil das permanent unter Zug ist. Und also wenn ihr den Helm nicht tragt, dann einfach die Brille entweder jetzt so hier rein tun oder auch komplett runternehmen, einfach, dass okay. das Gummi entlastet ist. Die Helme haben die hinten so eine Befestigung? Die haben hier ja, hinten genau. so ein Brillenclip. Genau, weil ich ja. hatte mal einen Jethelm, der hatte das nicht. Da konnte man das zwar rankleben, so eine Haken, aber das hat auch nicht so richtig geholfen, weil das war dann so ein Klettverschluss. Und dann Ja. ist mir bei 130 auf der Autobahn die Brille vom Helm gesaust. Ja, ist ein teurer Spaß. Und das ist dann nicht so lustig. Das ist also schon wichtig, dass die hinten dran ist, falls man bei hoher Geschwindigkeit mal die Brille verliert. Ne? Dass der Bus hinten dran hängt, sozusagen an dem Halter da. Und die gibt es jetzt nur in schwarz, oder? Die gibt es in ganz vielen Farben. Also jetzt hätten wir zum Beispiel hier nochmal so ein Exemplar in Braun. Das ist eine relativ neue Farbe. Das nennt Also auch sich, mit glaube ich, anderem Band dann. Ne? das nennt sich Kamel, glaube ich, diese Farbe. Sieht natürlich gerade bei dem Helm jetzt toll aus. Ne? Mhm. Was ist das für eine Farbe, der Helm? Also ist es auch wieder so eine Sonderedition? Der heißt Gentleman und der ist leider auch aus dem Programm. Da gibt es jetzt nur noch Restbestände. Da hätte ich jetzt auch noch mal den Geschlossen. gleichen als Fullface. Und Super Farbe. ja, ist eine sehr edle Kombination. Das ist toll. Also wer sich noch so ein Auslaufmodell hier sichern möchte, der kann bei euch vorbeikommen, gibt es noch. Aber nur noch begrenzte Größen. Was ist das Ja. für eine Größe? Eine L. Das ist eine L, genau. So, Genau dann meine Größe. können wir ja mal rübergehen zu dem Brillenständer vielleicht. Da kann man dann die verschiedenen Farben Ja, genau. und Zeig uns die doch mal. Lederfarben und Gläserfarben sehen. So, da gibt es jetzt hier Oh. von Aviator. Wo kommt die her, die Firma? Die kommen aus Frankreich. Das ist eine kleine Fabrik, die schon damals Brillen für die Doppeldeckerpiloten hergestellt hat. Oh, also richtig und, was Klassisches, die jetzt bis heute auch noch Brillen produziert. Und dieses Modell T2 oder T3 gibt es seit ungefähr 20 Jahren und ist der Klassiker eigentlich. Okay. Ja, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel mit grauem Leder, weißes Leder, nochmal ein anderes Ganz in Braun. weiß, ist ja auch witzig. Dann, Aber braun gibt es auch verschiedene Töne dann. Ne? ja, das ist hier dunkelbraun, das ist hier die gleiche Kamel nennt sich das.
Dann haben wir hier weißes Leder mit schwarzem Band und dunklen Gläsern. Und dann gibt es noch, was jetzt hier gerade nicht dabei ist, warm getönte Gläser zum Beispiel, blau verspiegelt, silber verspiegelt. Also man kann sich theoretisch die auch so ein bisschen, was jetzt die Gestelle angeht, zusammenstellen. Ja. Also jetzt hier ist ein schwarzes mit einem schwarzen Rahmen, hier ist eine schwarze mit einem silbernen Rahmen. Und dann kann man die Gläser noch wechseln. Also man kann sich die so auf sein eigenes Design so ein bisschen Genau, anpassen Messingrahmen dann, ne? gibt es auch noch, ist jetzt hier gerade nicht ausgestellt, gibt es aber auch. Ja, und dann natürlich gibt es super. noch ein flacheres Modell von allen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt überhaupt hier mit bei ist. Nee, das sind alles welche für Brillenträger. Aber es gibt noch eine dünnere dann, Es ne? gibt noch eine dünnere, da ist hier die Auflage minimal flacher gearbeitet. Okay. Ja. So, da hätten wir jetzt hier auf der anderen Seite, auf dem ganzen Regal, haben wir gehen wir mal rüber. Firma Röck. Röck. Ja, die kommen aus den Niederlanden und die machen relativ schöne, bunte, gemütliche, aber trotzdem sehr schicke Helme. Ja, können wir uns mal angucken. Die haben halt so ein samtartiges Futter, ja, sind auch relativ leicht und haben ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also für einen Rollerfahrer ein super Helm, für die Stadt auch mal für ein Stück Autobahn, okay. Nach Hamburg würde ich jetzt damit nicht fahren, Okay. auf der Autobahn mit dem Helm. Ja, da Also würde der ist schon windanfälliger oder so? ja, natürlich. Okay. No? Aber so für den Stadtverkehr ist das Ja. eine preisgünstigere Variante? Ganz genau. Und da gibt es halt ja, ein paar mehr Farben, als jetzt hier hängen. Ne? Und ansonsten gibt es jetzt auch noch die zweite Variante von Röck, ist halt hier dieser Peruna. Das ist so ein Enduro-Helm, den muss man natürlich dann auch mit einer Brille tragen. Ne? Gut, aber bei euch sind ja auch nicht nur Vespa-Fahrer, die hier Helme kaufen, sondern auch Motorradfahrer. Ihr Ja. selber habt ja auch Moto Guzzi. Ja. Da ist so ein Helm natürlich manchmal ganz cool. Auf einer Vespa jetzt vielleicht passt er nicht so ganz. Kann man allerdings auch machen. Geht Machen ja alles. manche auch. Machen manche auch. Aber ist halt auf jeden Fall eine Alternative. Das heißt, jeder, der irgendwie für eine bestimmte Preisklasse was sucht, findet bei euch auch dann die passenden Helme. Und halt, wie gesagt, das finde ich halt immer ganz schön, weil wenn man eine Vespa fährt und die sich ein bisschen individualisieren lässt, dann ist es ja mal ganz schön, wenn man auch bei den Helmen ein bisschen was Exklusiveres hat, ne? Was von der Optik ein bisschen schicker aussieht. Schönen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute mit dem kleinen Überblick über die Helme, die es beim Cafe Racer 69 in Berlin gibt. Die Hedon und die Röck, also ganz, ganz tolle Sachen, auch in Verbindung mit den Brillen. Wenn ihr also was Ausgefallenes haben wollt für eure Vespa, was ja jetzt auch den Look an euch selber noch ein bisschen aufpimpt und verbessert, kommt mal vorbei, schaut euch die Helme mal an. Ich finde sie super. Ich werde mir jetzt gleich mal einen aussuchen und mal anprobieren. Weiß noch nicht ganz, ob integral oder vielleicht auch lieber ein Jethelm mit dieser coolen Aviator-Brille. Ich lasse es euch wissen, ihr werdet es in den nächsten Videos sehen, wofür ich mich entschieden habe. Ja, vielen Dank nochmal Carola im Hintergrund, da ist sie. Wir werden sie sicherlich demnächst nochmal sehen. Das ist die Chefin von Cafe Racer 69 in Berlin. Vielen Dank erstmal und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.